Hallo und herzlich willkommen zurück bei Dukes Aquaristik-Experimente. Ich bin heute mal wieder im Auftrag der Aquaristik unterwegs und zwar bin ich beim Simon Forkel und der züchtet Altumskalare und Wandfische. Und da erzählen wir euch ein bisschen was über diese sehr interessanten und sehr beliebten Tiere aus sozusagen erster kompetenter Hand. Und da wünsche ich euch wie immer viel Spaß dabei. Na? Hallo, herzlich willkommen bei Simon Forkels Skalare-Zucht. Ich mache das schon seit gut 13 Jahren mit Leidenschaft. Speziell halt auf Altumskalare, verschiedene Standardvarianten und natürlich auch die schönen Wildformen von Skalaren. Und da können wir gleich mal hier reinschauen. In dem Becken hier, das sind jetzt hier die Rio Nanai Skalare. Die haben so schöne gelbe Punkte, eine schöne hohe Körperform. Das sind jetzt Peru-Skalare. Die werden oft angeboten als Peru-Altum, haben aber mit Altum überhaupt nichts zu tun. Es sind Skalare. Da wollte ich gleich mal drauf eingehen, weil der Name wird leider missbraucht. Aber es sind wunderschöne Skalare. Und das war auch der Auftakt zu meiner Zucht, weil mit denen habe ich 2006 das Skalar-Championat in Prag gewonnen. Und das hat mich da motiviert, damit anzufangen. Dann sind noch die schönen Rotrüber-Skalare drin, die Rio Manacapuro. Ja. Die kommen auch aus Brasilien. Das sind wunderschöne Tiere. Und mit denen züchte ich auch gern, weil die werden auch sehr gesucht. Das sind aber jetzt von der lateinischen Namen her Skalar. Teruphyllum und so, ne? Teruphyllum Skalar, Rio Manacapuro. Das wird halt alles nach Flüssen benannt. Die anderen sind vom Rio Nanai. Sind immer 7 Standardvarianten, so wie man es von Malawi und Tanganyika auch kennt. Es gibt ja mehrere Wildformen von Skalaren aus den verschiedenen Flüssen. Und mittlerweile werden ja immer wieder neue Sachen auch entdeckt. Aber die bekanntesten sind eigentlich jetzt die Rio Manacapuro. Die wurden, glaube ich, 1999 entdeckt und 2000 ist erst mal nachgezogen. Ja, und wie gesagt, die Rio Nanai haben mit diese gelben Flecken und das ist auch ein sehr schöner Skalar. Aber kein Kreuzen untereinander? Es hat schon mal eine Kreuzung gemacht zwischen einem Manacapuro und einem Rio Nanai Skalar. Aber ist so eine Geschmackssache. Es geht aber bei Skalaren, bei Altums geht es nicht, dass man ein Skalar mit einem Altum kreuzt. Da ist mir nichts bekannt. Es wird zwar immer dokumentiert oder es wird immer geschrieben, es gibt einen Hybrid, es wäre eine Kreuzung, ein Altum mit einem Skalar, aber mir ist da nichts bekannt. Es gibt auch kein Foto und kein Video im Internet. Wenn einer sowas geschafft hätte, hätte er schon längst dokumentiert. Okay. Es macht auch keinen Sinn, sowas. Sag mal jetzt erst mal was zu den Haltungsbedingungen. Ich interessiere mich jetzt für Skalare oder auch Altumskalare. Ja. Wo sind jetzt von der Haltung her, was muss ich den Fischen bieten können? Ruppelgröße zum Beispiel. Ja. Oder auch Beckengröße. Was machst du da? Ja, also die ganzen Wildformen oder Altums, die hält man in Gruppen. Also ich sage, so eine Gruppe fängt an bei 6 Tieren, 6 bis 12 Tiere, je nach Beckengröße. Na, da hier zum Beispiel ist jetzt 1,70 Meter, 70. Da könnte ich jetzt zum Beispiel, ich sehe da ja, eine größere Gruppe von den Rotgürtelschwimmen, eine kleine Gruppe von den Rio Nanai. Also ich sage 6 Tiere auf jeden Fall. Das ist schon mal wichtig. Die fühlen sich danach wohler. Das ist so die Mindestgröße, was du sagen würdest. Ja. Mehr geht immer, aber ja, mehr geht immer. Weniger wirst du nicht auf 6 Stück würde ich schon an. Und auch Beckenhöhe soll mindestens 60 sein. 60 Beckenhöhe, das ist schon wichtig. Besser als 70, aber wenn jetzt einer sagt, okay, ich habe jetzt das 60, er kann er auch Skalare rein tun, er kann auch Altums rein tun, er muss halt sehen, dass er wenig Bodengrund drin hat, viel Schwimmraum, deswegen ist das auch nur sporadisch eingerichtet mit Wurzeln und ein paar Aufsteckpflanzen an was wann dass die Fische Schwimmraum haben. Ah, das ist wichtig für das Skalar, dass er Schwimmraum hat, ne? Ja, damit er schön die Flossen auszieht, ne? Ah, okay. Dann wirkt er auch eleganter. Ne? Alles klar. Das sind mal irgendwann von Wasserwerten her, was sagst du da? Was Wasserwerte, weiches Wasser. Ich meine, ich habe jetzt Glück, jetzt erste Leitung Carbonatherde von 4, Gesamtherde 6, 280 Mikrosiemens, pH-Werte so 7,5. Und die schwimmen alle bei mir im Leitungswasser, ne? Und Temperatur würde ich sagen, also macht das leichter. Ja, das erleichtert das enorm. Temperatur würde ich sagen 27 Grad für Skalare, Altum würde ich sagen 28 Grad. Okay, das ist dann schon so einer der Unterschiede, dass man so sagen. Ja, Altum will es ein bisschen wärmer haben, da sind sie aktiver und fressen besser. Aber es ist nicht dramatisch, man muss keine 30 Grad halten. Wir sind schon beim nächsten Thema fressen. Was fütterst du so? Ich fütter hauptsächlich Frostfutter, Artemia und weiße Mückenlarven. Das kriegen die 3-4 Mal am Tag. Ab und zu nochmal rote von guter Qualität. Und Grill.
Grill kann man noch füttern, Müses kann man füttern und natürlich auch eine gute Flocke oder ein gutes Granulat. Aber hauptsächlich kriegen sie bei mir Ademe, weiße Mückenlarven und das andere halt ab und zu mal. Irgendwas, was man nicht füttern sollte. Das rote Mückenlarven zum Beispiel sind bei meinen Rote Mückenlarven, so wir können schon die Woche 1-2 Mal füttern in kleinen Mengen von guter Qualität, damit sie mal was anderes kriegen. Da kennen sie auch die Verrückten. Grill auf jeden Fall, auch noch wenn sie größer sind, aber bei mir ist Hauptfutter, wie gesagt, Ademe und weiße Mückenlarven und das greife ich mal und da, damit sie schnell wachsen. Die Jungfische muss ich sogar viermal da füttern, damit sie nach 10 Wochen eine richtige Größe haben. Ne? Zur Aufgabe. Okay. Und Beifische? Beifische empfehle ich auf jeden Fall Corydoras, einen Schwarm Corydoras, eine Gruppe. Dann halt die L183 zum Beispiel, die Weißhammer-Sistrus, die putzen die Steine und die Scheiben. Und halt noch einen schönen Schwarm Salmer. Ich habe jetzt zum Beispiel hier die Schmucksalmer White Fin drinne, eine Gruppe. Das wirkt halt auch hier. Da kann man natürlich auch Rotbuchsalme reintun. Neons kann man auch mit reintun, große Neons, aber irgendwann, bei denen es gerade geht, aber bei Altums werden die Neons dann, wenn sie dann 2 Jahre sind, die Altums werden sie dann irgendwann verspeist. Also zu Futter. Genau. Irgendwas, was auch nicht geht? Was nicht rein sollte, das ist ganz gut, die Frage, das ist zum Beispiel Rote von Rio oder Blutsalmer. Ja. Die haben die Angewohnheit, dass sie gerne an den Flossen zupfen hinten. Ja. Oder unten, ne? An den Afterflossen an den Spitzen. Oder hinten an den Schwanzflossen an den Spitzen. Oder unten manchmal an den Bauchflossen an den Spitzen. Also das machen die manchmal beim Fressen, dass die dann an die Flossen rangehen. Dann zupfen die ein bisschen ab. Und das ist natürlich nicht so gut. Das ist nicht so gut. Das war. Da wirkt der Film. Und hier hast du auch noch ein paar andere Buntbarsche drin. Was ist das dann? Das sind Biodoma. Das sind also so kleinere Buntbarsche. Die fallen mir ganz gut, die sind auch sehr robust. Da oben habe ich den Namen nochmal herangeschrieben. Das kann ich mal dann. Hier steht er. Ja. Ich habe ja nicht auch Geopharus mit drin gehabt, die ist wenig. Aber die sind dann trotzdem zu groß geworden. Da kann man nicht als Zwergbuchbarsche rein tun, die ganzen Aristokratenarten, die passen zum Haltung super. Da kann er für oben Schrägschwimmer rein tun und ein paar Beilbäuche, wenn es gut abgedeckt ist. Das wirkt dann schon. Also ich würde alles so aus Südamerika machen, mit südamerikanischen Salmen. So. Ja. Die müssen ja die Temperatur können und dich ja nicht lassen gehen. Ne? Das ist so die Bedingung, kann man sagen. Ein schönes Südamerika. Diskus kann man mit rein tun. Aber ich habe den Diskus meistens mit Altums zusammen, weil die Altums ein bisschen majestätischer als ein Diskus wirken. Das passt schon der Größe auch besser. Ja, aber in Temperatur dann, ne? Und Temperatur auch, genau. Was haben wir denn hier jetzt Schönes? Das ist hier was Wunderschönes. Das sind jetzt reine Wildfänge von Altums aus dem Rio Inirida. Die habe ich glücklicherweise heuer im Januar bekommen von meinem Großhändler, weil es ist ganz schwierig, überhaupt Wildfänge zu bekommen, vor allem gesunde Wildfänge. Da hatte ich das Glück, weil in den letzten, kann man sagen, 15 Jahren ist es sehr schwierig, die Wildfänge gesund zu bekommen. Die gehen meistens noch 2-3 Wochen ein zu 90%. Die haben ein Virus drauf oder haben bakterielle Sachen. Also das ist das Hauptproblem. Deswegen züchte ich ja die nach, weil die Nachfrage halt groß ist. Also sie sind nicht gefährdet in der Natur. Die sind nicht gefährdet, die gibt schon noch. Das Problem ist natürlich eine Menge. Ich denke mal, die Zwischendachung da in Kolumbien, Bogotá, es ist da irgendwas auffangen, ein Virus. Und dann halt auch der lange Transport und dann sind sie auch schlecht. Und dann haben sie auch noch was Bakterielles dann. Kommt eins ins andere und deswegen gehen so viele ein und deswegen sind halt dann auch die Nachzugpunkte. Weil die halt auch bei mir im Leiden stehen. Die Wildfänge, die muss man ja ganz sauer halten. Da muss man den pH-Wert auf 5, die erste Sprache. Aber was machst du gegen bakterielle Geschichten? UVC habe ich gesehen, hast du jetzt nicht. UVC habe ich jetzt nicht. Also mein Motto ist halt, Altum braucht ein gutes Wasser, das heißt viel Wasserwechsel. Also wöchentlich 50% wäre ideal. Ne? Ich sage mal mindestens 30. Ja. Aber ich mache meistens 50%, dadurch wachsen sie auch. Ja, das ist so deine Erfahrung, dass so schnell wachsen. 50% bei mir. Das sind deine Nachzuchten? Das sind jetzt junge Altums, das sind Nachzuchten von den Rio Orinoco. Die sind jetzt 8 Wochen alt, genau. Jetzt brauchen sie noch gut 2 Wochen. So mit 10 bis 12 Wochen, da haben die haben sie so 10 cm Spannweite, dann gebe ich die meistens ab. Da kann ich mal Futter reinschütten. Genau. Also wie gesagt, die kriegen am Tag 2-mal weiße Mückenlarven, 2-mal Artemia, reines Frostfutter. Ich fütter auch kein Lebenfutter, da schleppe ich mir vielleicht noch was ein mit Bakterien. Ja, das zu vermeiden. Ja. Genau. Also du taust vorher auf, das ist auch so empfehlen, dass man so kalten Wasser auftauen und nach 10 Minuten ist das schon aufgetaut.
Da gehen die dann drauf. Und so wachsen sie wunderbar. Ja, sieht ja gerne draus, ist ja. Ich habe noch ein paar Wälse drinnen, die fressen die Reste. Aber da bleibt meistens nichts über. Das ist genial. Ja, die Besatzungsdichte ist so unten 150 Stück. Das Becken hat so ungefähr die 570 Liter. Jeder ist 60. Also mehr kann ich da nicht rein tun, weil die müssen auch schön die Flossen ausziehen. Ja. Aber man braucht schon ein bisschen Platz, wenn man so eine Probe hat und will die aufziehen. Ja. Wenn die Spielspieler ist, was sagt, okay, wir können nicht so viel hin. Die sind jetzt alle so 8 Wochen alt. Das ist alles Renovo. Das sind die Rinder. Da hinten sind jetzt auch wieder kleine. Die nächste Brut. Die sind vom 26.07. Also die sind jetzt 4 Wochen alt. Man muss sagen, seit 3 Wochen fressen sie erst. Ne? Die erste Woche fressen sie ja nicht, fangen sie erst an. Also seit 3 Wochen fressen die erst. Das ist 4 Wochen. Ich gehe mal vom Ableich dann aus. Ja. Okay. Das sind wieder Orinoco. Und jetzt sind wir da hinter dir sind Inirida. Die unterscheiden sich ein bisschen von den Orinoco, indem sie ein kürzer sind, eine höhere Körperform und ein bisschen längere Flossen. Die Filamente ziehen auch schön aus bei denen. Ja, sieht auch gut, ja. Ne? Der wirkt noch ein bisschen eleganter, der Inirida. Ne? Ist aber auch schwieriger zu züchten mit der Orinoco. Das sind jetzt F2 noch so. Da kann ich dann auch mal draußen die Elterntiere zeigen dazu. Damit man mal sieht, wie groß die sind, noch 3 Jahre. Genau. Das sind jetzt die Elterntiere zu den kleinen Inirida. So sehen die dann aus, wenn sie jetzt 3 Jahre alt sind. Sind noch etwas scheu, weil die kennen die Kameramann noch nicht so. Mhm. Aber sie kommen. Also ich habe in der Anlage Orinoco, dann habe ich Inirida, dann habe ich das Adapabo Red, die sind dann hinter dir, da können wir da mal rüberschauen. Und dann habe ich Orinoco Red, das ist eine Kreuzung, Adapabo Red mit Orinoco, das geht aber nur, wie gesagt, unter Altums. Und dann habe ich halt Wildfänge vom Inirida und da unten sind wunderschöne Wildfänge vom Basimoni. Das ist was ganz Neues. Die sind so ungefähr erst vor einem Jahr oder sagen wir mal vor 1,5 Jahren entdeckt worden. Und glücklicherweise hat mein Großhändler da welche bekommen. Die zweite Lieferung war top und da habe ich dann Glück gehabt, dass ich die gekriegt habe. Und mit denen will ich dann nächstes Jahr weiterziehen, weil die haben einen schönen Nasenheck, schöne hohe Körperform. Da kriege ich auch ein bisschen was Rötliches oben drin, das sehe ich schon. Mhm. Und das ist halt dann Flugmaterial für die Zukunft, weil reine Wildfänge nachzuziehen ist noch immer wieder herausfordernd. Ja, die F1 sind auch noch schwierig, F2 wird es ein bisschen leichter, F3, 4 wird es ein bisschen leichter immer. Was wäre von Wasserwerten so die Grenze, würde ich sagen, für die Haltung jetzt, wenn man nicht züchten will? Also ich sag bis Karakonat. Karakonat hätte 10, das kann, wir können aber pH-Wert 8, das macht denen nichts aus, aber es ist besser als Weichheit, das Wasser, das ist ganz klar. Ja. Also pH-Wert so um die 7, Karakonat so 4, 6. Aber ich habe auch schon Kunden gehabt, die haben 1000 Mikrosiemens gehabt. Da steht ein pH-Wert von 8 und die Fische sind trotzdem groß geworden. Ja. Die gewöhnen sich dran. Ja, die Wildfänge, die habe ich die ersten paar Wochen. Aber mit Zucht wird's dann ja nichts, ne? Mit Zucht wird's nichts. Das ist ganz klar. Das ist ein Weichwasserfisch. Die waren die ersten paar Wochen auf pH-Wert 5,0 und dann bin ich langsam hoch. Und wie sie dann nach 6 Wochen standen haben, dann habe ich dann langsam in der rein ins Wasser. Mhm. Weil die kommen ja also an einem pH-Wert 4, 5, ne? Bei der Tour. Wunderschöne, auch von der Grobendynamik her, ne? Sieht man schon tolle Tiere, ja. Das ist ein edler Fisch und meist Ja, das sieht sehr gut aus, ja. Er wirkt halt durch das Schwimmverhalten auch. Ja. Das sind jetzt Orinoco Red. Das ist jetzt mal eine neue Kreuzung. Das ist ein Orinoco gekreuzt worden mit einem Adapabo Red. Und dadurch sind es jetzt also neue Fische und die sind wunderschön. Das Weibchen hat zwar eine schwarze Schwanzflosse, das ist ein wenig ein Farbfehler, aber das tut sich nicht weiter vererben. Die Jungfische haben das alle nicht. Aber sie haben ja, auf der einen Seite hat sie wieder was Besonderes, aber es vererbt sich nicht weiter. Ja. Und sie haben auch dieses Rot oben mit drinne.
Beim Ende sieht man es ganz gut. Und sie haben eine schöne Körperform. Die sind jetzt 2 Jahre alt. Mhm. Und ab wann sind sie so? Also geschlechtsreif sind die Nachzuchten meistens schon mit 1,5 Mhm. und die Wildfänge meistens erst mit 2. So sind meine Erfahrungswerte. Und das sind jetzt Beispiel meine absoluten Schönheiten. Das sind jetzt Adapavo Red. Die haben nicht sehr viel Rotanteil drin. Mhm. Ist aber auch nur eine Standardvariante. Ist keine Zuchtform in dem Sinne. Das ist keine Zuchtform. Das waren reine Wildfänge. Die habe ich 2012 nachgezogen. Weil so das Titelbild auf der Amazonas da. Mhm. Und das sind ja so reine Wildfänge gewesen. Und das ist jetzt die F2-Generation. Ja, die Flosse so nach vorne gebeugt, ist das so? Ist Ja, das oder sowas? ist eigentlich unüblich. Bei ihr ist es ein bisschen so. Das hat auch eine besondere Farbe. Ja. Hältst du es denn für möglich, dass es mal Zuchtformen gibt, ähnlich wie beim, sagen wir mal, Normalskalar, so mit Marmor, und hast du nicht gesehen, was da alles gibt, so die ersten Farben? Also Aldum kann man nur mit Aldum kreuzen. Und es gibt zwar immer diesen Tandem-Aldum, da wird der Name auch noch missbraucht, der kommt aus Israel. Das ist ein Berufsskaler, nach meiner Meinung. Also Okay. da ist kein Aldum mit drin. Ja. Auch diese ganzen Albino-Formen, muss ich sagen, Albino, Aldum, das ist auch nur eine Kreuzung zwischen einem Skalaren. Also das geht schon mal. Also zum Beispiel ein Berufsskalar kreuzt mit einem Albino-Skalar, dann hat man schon mal ein Albino-Skalar, aber es ist kein Aldum nicht. Okay. Aldum kann man nicht. Aber Albino hat's da schon mal. Hast du schon, kann ich mal sein, dass du mal einen dabei hast? Ist das Nee, das ist noch nicht. Auch noch nicht. Bei Aldum ist noch kein Albino dabei. Das wäre ein sehr glücklicher Zufall, aber das gibt's noch nicht. Okay. Mir geht's eigentlich nur darum, die reine Wildform nachzuziehen. Ich habe bloß einmal diese Orinoco gekreuzt mit die Adapavo Red, weil die zwei sich in dem Becken gefunden haben und haben da miteinander harmoniert und am Pop geleistet, dass sie nichts anderes gemacht haben. Man kann ja, wie gesagt, nur Aldums ineinander kreuzen. Ja, aber ich mal sagen, was du da drin hast, und dann können wir da noch drauf Genau. eingehen, auch, ne? Also hier in dem Becken sind jetzt Orinoco Aldum. Das sind hier die großen. Das sind etwas bulliger vom Körper. Und was noch mit drin rumschwimmt, das sind Santa Isabel Skalare hier. Also das ist ein normaler Skalar. Das ist ein normaler Da können wir ja hier jetzt mal drauf eingehen, woran man denn die Unterschiede sieht. Woran erkenne ich jetzt, dass das ein Aldum ist und kein hübscher Skalar? Ja, Wenn ich jetzt unbedingt Aldum will. der Aldum hat schon eine gewisse Größe, ne? Auch die gewisse Spannweite. Also Ne? ich im Solar wahrscheinlich, das sind ja alle klein. Ja, man muss da schon drauf achten, auch der Nasenwinkel ist recht ausgeprägter beim Aldum, ist ganz klar. Ne? Ja. Das sieht man bei den anderen nicht so sehr. Der Nasenwinkel ist entscheidend. Das zum Beispiel sieht man nicht, das ist jetzt so ein, das ist kein, das ist, oh, jetzt muss ich selber gucken. Das ist wieder ein Aldum. Der linke ist ein Aldum, das ist ein Aldum. Die, wo die roten Punkte haben und das Türkise, das sind jetzt Santa Isabel Skalare. Da hier sieht man, das ist glatter, ne? Das sieht ja, man die Nase. die ist etwas flacher, ne? Genau, ist flacher, Ja. die Form, ne? Das sind auch sehr schöne Skalare. Ja, keine Frage, Die ne? manche stehen auf Skalare und die wollen gar kein Aldum haben, ne? Die wollen nur die Santa Isabel, weil die halt jetzt viel Farbe zeigen. Oder die wollen die Rotrücken, immer eine Capure, oder die Rio Inirida. Für jeden sein Geschmack ist was da. Aber die meisten wollen schon Aldums, weil der Aldum halt schwierig zu züchten ist und weil man dann nicht so oft angeboten kriegt. Ja, ist klar. Ja. Also sieht man eben den Rücken und diese Streifen da. Also beim Aldum ist es so, die Streifen da unten, bei denen sieht man es ganz gut, die verjüngen sich meistens auch nach unten. Ne? Oben breit, nach unten werden sie schmäler. Ja. Da sieht man es bei mir so, aber bei denen sieht man es wieder so. Sind jetzt bei den großen sieht man es auch wieder, oben ist er ein wenig breiter, nach unten wieder dünner. Das sieht schon an den Streifen. Und in der Flosse drin hat er auch noch so Streifen. Das hat er. Ja, bei den Jungtieren ist es so, ist man da 3 Streifen in der Schwanzflosse hat und bei denen Skalaren, da sind ja etliche Streifen hinten drin. Bei den Santa Isabel, ne? Alles Beim Aldum meistens 3. Aber auch schöne Tiere, keine Frage. Also das ist, und auch sehr hoch irgendwie. Das ist so relativ hoch. Und die werden auch 30 Zentimeter. Die Aldums werden so im Schnitt 35 Zentimeter. Ich habe aber auch schon Orinoco gehabt, die waren über 40 Zentimeter. Das waren so Ausnahmetiere, aber der Schnitt ist so 35. Ja, da muss man dann schon die Höhe haben. Ja, das Becken ist jetzt 90 hoch. Ne? Ja. Wichtig ist nur, dass er gut wachsen. Das heißt, das erste Jahr Vollgas geben, Wasserwechsel, Futter. Ne? Das ist das erste Jahr ist entscheidend. Da drüben sieht man jetzt auch. Das sind jetzt auch Orinoco. Ja. Das sind jetzt Orinoco, die sind jetzt 11 Monate alt.
Das sieht man auch den schönen Nasenknick, den die haben. Den da hier sieht man es ganz besonders. Der hier, das ist wahrscheinlich ein Männle, die Männle sind ein bisschen steiler noch vom Buckel. Ja. Der ist halt schön gewachsen. Ja, guck mal, wie lang die Flossen ausgezogen sind. Ja, Hammer. Ne? Und so müssen die sein nach 11 Monaten, ne? Ja. Die sind jetzt 11 Monate alt. Ja, die haben schon ihre fast 25 Zentimeter nach 11 Monaten und so müssen die sein. Also das erste Jahr wachsen sie schnell, zweiten geht's, im dritten ist dann ein bisschen langsam. Also 3 Jahre wachsen sie auf jeden Fall. Manchmal wachsen sie auch noch weiter, man merkst du was nicht mehr. Also klar, das ist Ich habe mal einen Kunden welche verkauft mit 3 Jahren, dann war ich mal ein Jahr später, war er dort, denke ich, no, wir haben noch gar nichts gemacht. Der hat es halt gut gepflegt, sind nochmal weitergewachsen. Und die können ja 10 bis 15 Jahre alt werden. Ja, das ist ja so ein Thema. Und die normalen Skalare auch, aber. Ja, also es gibt Skalare, die waren auch bis 10 Jahre. Ja. Aber ich habe mal einen gehabt, der hat gesagt, seine Alten waren gerade 16 Jahre alt. Also das war schon ein hohes Alter, aber 10 bis 15 können ja sagen, bei guter Pflege. Muss man ja auch mit einkalkulieren, wenn man die Tiere halten will, ne? Ja. Mir irgendwo legen, kann ich das auch über den Zeitrahmen. Ja, es ist ein Fisch, wo man länger auf jeden Fall. Wenn man nicht gleich noch ein Jahr ausdauern, den wird man sich zulegen, um ihn lang zu pflegen. Es ist auch ein majestätischer Fisch. Und man sieht ja, die sind ja zutraulich, gell? Ja. Ja, nicht jetzt Feuer oder was. Ja. Schon solche Tiere. Wir können jetzt zum Beispiel mit ein großes Becken, kann man eine 6er-Grube Altung reintun und macht noch eine 6er-Grube Diskus. Da würde ich aber mehr zu den Wildfang nachzuchten, zum Beispiel die Grube Vera, würde ich hindenken, das sieht optisch gut aus. Ein paar Bodenwälse rein und noch einen Schwarm Salmer und noch mal ein edles Becken. Ja. Und wenn du, das ist noch so ein Thema, was mich interessiert, hast du ja auch schon selber gemacht, Diskus und Skalare. Habe ich immer mal gelernt früher, das soll man vermeiden wegen Parasiten im Darm oder so. Ja. Ja. Wie ist das heute oder wie ist das beim Altung? Also ich mache ja künstlichen Aufzug und nehme das Gelege weg. Ja. Ich habe eigentlich noch nie Probleme gehabt mit Parasiten. Also seien es Kienwürmer oder Darmplatten. Ich habe die auch schon öfters mal untersuchen lassen. Da waren auch Kunden, die wollten parafreie Fische haben. Ich kann es nicht garantieren. Ich habe so. Und wie gesagt, das waren dann 2 Kunden, die haben es untersuchen lassen. Ich habe nichts gefunden. Ich habe auch draußen von den einen Kunden mal Kopie schicken lassen, aber das ist schon ein Jahr her. Also ich habe da noch nie Probleme gehabt. Und ich habe die Diskussion nachbezogen mit Vera und habe die mit die Alterungsgesellschaft gab es auch nie Probleme. Okay. Also wenn man saubere Fische hat und die gut pflegt, dann passiert da nichts. Die haben ja auch gewisse Abwehrkräfte, auch die Fische. Die können auch mit Würmern und Flaggelladen leben. Es ist ja so, dass die Wildfänge meistens erstmal in Keime sind, mehr Parasiten als. Ich habe auch schon Wildfänge gehabt, Heckel, Blaukopfheckel. Ja. Die habe ich dann erst einmal behandelt gegen Haut- und Kiemenwürmer und dann auch mal grüne, nur auf Nummer sicher zu gehen. Und dann habe ich mir die alten zusammen gehabt und das hat funktioniert. Wenn mal was ist, gibt's da so bekannte, sagen wir mal, so Problemchen, wo man sagen kann, da kannst du mal einen Tipp geben, vielleicht jetzt mal irgendwie nicht richtig gefressen wird oder so. Also das Hauptproblem ist eigentlich schlechte Wasserqualität. Dann kriegen sie Probleme mit Bakterien, die alt uns mal Glotzaugen kriegen oder auch eine Beuch. Deswegen Wasserwechsel machen und gutes Futter. Und ansonsten, es gibt halt jetzt nicht mehr so gute Mittel, sagen wir, wie früher, wo so stark wirken. Ja. Ich verwende halt mehr Sachen von der Firma JBL für den Gartenteich. Okay. Ich kann euch das zeigen. Ja, klar, können wir immer machen, ne? Also gegen Hautparasiten nehme ich das da hier, Medipont. Das hilft gegen Hautparasit, gegen Verpilzungen. Mhm. Das hilft sehr gut. Ja, und wenn Sie mal Probleme haben mit bakteriellen Sachen, dann habe ich Ectolbac von JBL. Ja. Das ist sehr gut. Wenn man das gleich reintut, ist das meistens. Wie wirkt sich das denn aus? Ja, verlieren Sie die Farbe in der Allgewand? Oder wie am Disco oder dunkel? Beim Altung sieht man es erst abends nicht schwer, steht in der Ecke. Ja. Da schon mal zeigen, da irgendwas Bakterielles. Das ist ein aufgetriebener Bauch, wie gesagt, Glotzaugen. Aber das ja alles nicht, ne? Ja, aber wenn man das jetzt rechtzeitig reintut, dann ist es meistens schon noch eine Woche weniger. Und dann mache ich meistens noch eine zweite Behandlung, noch mal eine Woche. Ja, und dann ist es meistens weg. Alles und sonst bei Darmproblemen ist so eine Sache, eine Wärmetruhe hilft ganz gut. Also irgendwie jagst du die Temperatur über 30 Grad, oder? Auf 33, 34 Grad auf. Ah, okay. Man muss halt sehen, dass genügend Sauerstoff drin ist. Ja, ist klar. Und dann nach 10 Tagen wieder langsam runter und dann fressen die meistens wieder gut. Schön. Also das ist jetzt eine kleine Brut von Aldus, Orinocoret. Die haben jetzt am 16.8. abgeleicht. Und die sind, also das war vor 14 Wochen haben die abgeleicht. Letzten Montag sind die aufgeschwommen.
Also sind jetzt knapp eine Woche alt. Und die werden halt am Tag bei mir 4-mal mit Artemia Naudien gefüttert. Frühwasser wechseln, unten die Futterreste absaugen, nach dem Kot. Abends Wasser wechseln, das ist das gleiche wieder. Futterreste und Kot, damit da nichts an Bakterien sich unten am Boden absetzt, sonst kriegen die Jungen Probleme. Und wie gesagt, die bleiben die ersten 3 Wochen da drinnen und dann kommen sie raus in die größeren Becken. Und so nach 6 Wochen stelle ich dann langsam auf Leitungswasser und das ist noch ein relativ weiches Wasser. Und dann kriegen sie auch dann größeres Futter wie Artemia und weiße Mückenlarven vor und so mit 10, 12 Wochen sind sie dann verkaufsfähig, so mit 10 Zentimeter Spannweite. Mit 10 Wochen? Mit 10 Wochen gehen die raus, 10 bis 12 Wochen. Okay. Jetzt sieht man ja noch gar nicht, dass das Kanal kann nicht jeder Fisch sein, ne? Da sieht man jetzt noch nichts. Aber wenn man da drüben die Kleinen anguckt, da sieht man dann die Flossen dann schon. Also die sind jetzt, Die sind jetzt 4 Wochen alt. Das sieht man schon. Die Flossen, ne? Die Streifenzeichnung geht langsam durch. Das ist auch wichtig, dass die Streifen schön durchgehen. Das ist nicht so einfach. Da muss man auf vieles achten. Ist die Wasserwerte passen, ist die Streifen durch. Also du siehst da schon einen Zusammenhang zwischen Wasserqualität und der Streifenbildung, ja? Ja. Das ist ja mal interessant, ne? Ja. Das ist alles so eine Sache. Ja. Das Ableichen ist das eine, die Eientwicklung ist das Schwierigste und dann ist die Larven sich gut entwickeln, schöne Flossen kriegen, schöne Streifen ist das andere. Und dann möglichst alle gleichmäßig schön wachsen. Da hast du immer ein paar kleine, ne? Aber im Großen und Ganzen wachsen sie alle gleichmäßig. Ne? Das ist auch die Kunst. Ja. Ja, also ich danke schon bei dir für diese Führung und wirklich, denke ich, jede Menge Informationen als, wie gesagt, erster Hand. Also mit wie viele Jahre machst du das jetzt? 20 Jahre? Seit 13 Jahren. 13 Jahren Erfahrung mit diesen doch sehr majestätischen Tieren. Auch ein paar seltene Sorten gesehen, die man so wahrscheinlich nicht im Zooladen mal so schnell zu sehen kriegt. Ne? Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr noch Fragen habt, unten die Kommentarfunktion. Und Abo nicht vergessen, damit ihr keine neuen Videos mehr von mir verpasst. Bis demnächst bei Dux Aquaristik Experimente. Danke, macht's gut. Ja.